Wir schauen auf den Ukraine-Krieg und die Ukraine hat bei ihrer Gegenoffensive in der russischen Region Kursk nach Angaben von Präsident Zelensky weitere Geländegewinne erzielt. Die ukrainischen Truppen sollen inzwischen eine Fläche von 1250 Quadratkilometern sowie 92 Siedlungen unter ihrer Kontrolle haben. Sie waren am 6. August in das russische Kernland einmarschiert, um den Druck an der Front im Osten der Ukraine zu reduzieren. Allerdings sind diese Angaben unabhängig nicht zu überprüfen. Unterdessen hat sich der ukrainische Verteidigungsminister Umerov für ein weiteres Iris-T-Raketensystem aus Deutschland bedankt. Und damit zu unserem Kriegsreporter Ibrahim Naba. Ibrahim ist weiterhin für uns in Sumy in der Ukraine und das ist ja das Kriegsgebiet, das nahe der russischen Grenze liegt. Ibrahim, guten Morgen erst einmal. Wie ist dein Eindruck? Also wie heftig toben die Kämpfe dort im russischen Kernland? Also hier in Sumy, wo ich gerade stehe, das ist etwa 40 Kilometer von der Grenze entfernt, also von Kursk entfernt. Dort sind die Nächte zwar ein bisschen lauter, aber die Menschen spüren hier von diesem neuen Vorstoß noch nicht so viel. Aber wir haben gestern in der Grenzregion, also wirklich sehr nahe der Grenze gedreht. Und dort sind die Einschläge enorm. Man merkt sofort, wenn man sich 10 Kilometer der Grenze nähert, dass es dann losgeht, dass dann auch die russischen Drohnen, die Kampfdrohnen im Einsatz sind. Man hört auch, dass die Artillerie natürlich donnert. Und wir haben gestern einen ukrainischen Sturmtrupp besucht. Der kam gerade von einem Einsatz zurück und andere Soldaten haben sich gerade aufgemacht. Die haben uns eigentlich das Gleiche erzählt. Sobald sie da die Grenze in Russland passieren, geht es eigentlich mit dem Beschuss durch russische Kräfte los. Sie sagen auch, dass die Angriffe von ukrainischer Seite zwar weitergehen, dass man weiter versucht, Gebiet zu holen, aber dieser Vorstoß natürlich verlangsamt wurde. Der Moment der Überraschung, der ist weg. Das muss man ganz klar sagen. Und die Russen haben es natürlich jetzt auch geschafft, Reserven in diese zuvor sehr dünn besetzten Gebiete zu schicken. Wir hören auch, dass es hohe Verluste auf beiden Seiten gibt. Als wir da gestern ankamen, haben wir über Funk gehört, dass bei einer Einheit 10 Soldaten gestorben sind, 20 weitere waren verletzt. Das ist auf beiden Seiten wohl sehr heftig. Wir wissen aber über die Gesamtverluste bislang noch sehr wenig, weil sehr wenig rausdrängt über die genauen Angaben, die genauen Verluste auf beiden Seiten. Und was weiß man im Moment über den Brückenkopf, den die Ukrainer dort im russischen Kernland erobert haben? Können Sie den erhalten? Das ist eine große Frage. Wir wissen aus den vergangenen Tagen, dass sie eben 3 Brücken nahe der Stadt Glushkowo, das ist westlich von Sucha, also der Stadt, die die Ukraine kontrolliert, gesprengt haben. Das heißt, man versucht dort die Nachschubwege für die russischen Soldaten abzuschneiden und möglicherweise auch, da geht es wohl um tausende russische Soldaten, in diesem Gebiet einzukesseln. Es ist aber bislang eben noch nicht ganz überliefert, ob diese Brücken wirklich vollständig zerstört sind oder ob da vielleicht doch noch Teile rüber transportiert werden können. Aber man sieht daran, dass die Ukraine ganz aktiv versucht, diese Front zu erweitern und sich weiter auf russischem Gebiet festzusetzen. Ibrahim, danke für all diese aktuellen Informationen. Du und dein Kameramann, bitte passt weiter gut auf euch auf. Ihr seid mitten in dem Kriegsgebiet.